Im heutigen Video geht es um die touristischen Angebote, die hier vielfältig überall in allen Lodges, in allen Hotels, auch in den Dörfern, in den Städten, auch am Strand einem angeboten werden, von denen wir einige mitgemacht haben, teilweise sehr, sehr teuer. Wir waren auf Nosy Komba, wo die Lemuren wohnen, Nosy Tanikeli, ein Spot, an dem man ganz toll schnorcheln können soll. Wir waren in Lemuria Land und auch hier wieder meine ganz persönlichen Eindrücke zusammen mit den Bildern, die ich gemacht habe, um euch einfach zu zeigen, auch wie stark, wie groß die Unterschiede sind und vielleicht auch, was wir daraus lernen können. Und ein Stück weit wirklich die Verzweiflung auch darüber, wie wir Menschen in Teilen mit dem, was die Natur bereitstellt, umgehen. Auch wie ignorant und wie schöpfungsverachtend, möchte ich sagen, viele da durchtrampeln ohne irgendwelches Mitgefühl. Aber schaut es euch selber an. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr liked. Und viel Spaß. Let me tell you a story. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Ah, die heult wieder rum. Und das Wasser ist auch so schön. Es ist ein bisschen trüb, aber das ist ja der Himmel auch. Oh la la. Das ist jetzt mal Speedboat-Tempo. Oh la la. Nosy Komba und Nosy Tanikeli werden meistens im Bundle angeboten. Wir bezahlten schlappe 190 € für 5 Personen, davon ein Kind. Und das nächste Boot auch angelandet und raus, rein in den Lemurenpark und wir stehen immer noch hier. Oh Gott, warum mache ich sowas immer wieder? Das ist für mich gar nichts. Wir hatten zunächst in Nosy B schon fast eine Stunde gewartet, waren dann dort angekommen, haben wieder ewig lang gewartet und insofern hört man, dass ich schon wieder etwas angenervt war und dann kam natürlich wieder der Dreck, der ganze Müll, alles dazu. Das ist halt wie eine Kaffeefahrt. Und dann wird überall angehalten und noch geguckt, ob man einem noch irgendein Souvenir reinwürgen kann. Aber gut. Nach ungefähr einem Kilometer gesäumt mit diesen ganzen Verkaufsständen kamen wir dann oben an, wurden direkt an den Platz geführt, wo die Lemuren schon warteten. Es wurde ein bisschen was erklärt. Im Wesentlichen ging es allerdings tatsächlich darum, dass jeder sein Foto machen kann, mit einem Lemuren auf der Schulter, wo auch immer. Und klar wollen die Kinder das auch und ich will auch kein Spielverderber sein. Ich habe mich da eher zurückgehalten. Bei einem anderen Ausflug haben wir dann erst erfahren, dass man sie nicht streicheln soll, dass sie, wenn dann überhaupt, freiwillig kommen und man darüber hinaus sie einfach in Ruhe lassen soll. Meine Aufmerksamkeit richtete sich dann eher darauf, Künstler bei der Arbeit zu beobachten. Das fand ich sehr schön. Derweil ging es dann weiter zu den Boas. Die konnten sich dann die Leute um den Hals legen lassen. Gerne wurden sie auch geküsst unter dem Johlen der anderen.
Und ja, das war dann das Bild, das sich da dann so geboten hat. Die Mädels haben schon auch Spaß und freuen sich, aber ich kann das nicht teilen. Ich will einfach eigentlich nur weg hier. Aber vielleicht bin ich auch einfach blöd. Keine Ahnung. Und kann das nicht genießen, aber für mich ist das gar nichts. Jetzt sehe ich schon die nächste Attraktion da oben, ein paar Landschildkröten, wo sie auch schon drumrum stehen und halt die Tiere von Hand zu Hand geben. Also, das ist halt für mich ein absolutes No-Go. Aber ich zeig's euch und ihr bildet euch eure eigene Meinung. Ich will ja auch kein Miesepeter sein. Aber gut, für mich ist es so. So, jetzt geht's zum Landschildkrötenreiten. Im Übrigen sagte man uns, wir hätten wahnsinnig Glück, weil es seien total wenig Touristen unterwegs dieses Mal. Genau. Wir setzen uns drauf mit Kind und Kegel. Das ist super. Die Alte saß schon da auf dem Tier drauf. Schau dir das doch mal an, das ist doch abartig. So, auf unserer Kaffeefahrt sind wir jetzt im Restaurantbereich angekommen. Ich gehe davon aus, es wird jetzt alles geschlossen und der Abverkauf beginnt. Wahrscheinlich keine Heizdecken und auch keine Presslufttöpfe. Presto-Töpfe, Fußwärmer oder sonstiges. Mal gucken. Nein, nur Spaß. Ich will auch nicht sarkastisch oder zynisch sein, aber es macht mich müde und ich weiß nicht, warum ich so ein Störgefühl habe bei diesen Geschichten hier. Wobei in der anderen Richtung ist es richtig, richtig geil. Es ist jetzt auch wieder Ebbe, man sieht, dass es ganz flach ist und teilweise da die Sandbänke schon durchscheinen. Und die Regenbogenfarben vor Paradise Island. Ach ja, so ist es halt im Naturschutzgebiet. Als nächstes ging es dann nach Nosy Tanikeli zur Raubtierfütterung, Schnorcheln. Das habe ich mir dann geschenkt. Silvia war drin, es gab auch wieder kaum Fische, kaum Korallen. Und das war's dann mit dem Ausflug. Und dann gibt es die Ausflüge, die überhaupt nichts kosten, wie hier auf Nosy Sakatja, wo wir einfach von unserem Hotel aus über den Hügel gelaufen sind, entlang des Strandes und dann 2 Mädels gefolgt sind, um dann praktisch wieder in die Bucht zu kommen, in der wir gewohnt haben. Ja, jetzt waren wir den beiden Mädchen gefolgt, die ihre Lasten auf dem Kopf trugen. Aber wie die hier rüber gekommen sind, das weiß ich auch nicht. Das ist mir hier zu gefährlich. Da hinten geht's nicht weiter. Also wieder zurück. Und für den nächsten Tag hatten wir dann bereits geplant, über die Insel rüber zu laufen, genau dorthin, wo die Meeresschildkröten sich tummeln, um vom Strand aus dahin zu gelangen, wo sonst die Touristenboote ankommen. Und während die Mädels jetzt paddeln und dann hoffentlich auch diese tollen Turtles, Karettschildkröten sehen, ja, gehe ich hinter mir ins Dolphin, glaube ich heißt, Dauphin. Ich weiß nicht, jedenfalls sind da 2 Delfine an der Wand und da gehe ich jetzt zum Frühstück. Also möglichst früh raus, ein Stand-Up-Paddle für 3 € mieten und das Erlebnis ist einfach grandios. Es ist wirklich unglaublich. Ansonsten hätte es 30 € pro Nase gekostet. Da hätten sie uns mit dem Boot einfach um die Insel rumgefahren und hätten uns da vom Boot dann reingelassen. Und auch der Rückweg dann bei Ebbe nach dem Schnorcheln einfach fantastisch, traumhaft. Ja, hier war ja überall Wasser. Wir haben unsere Klamotten abgelegt gehabt und mussten die dann wieder suchen, was aber schlussendlich auch gelungen ist. Das auch noch erledigt. So, wir verlassen Nosy Sakatja, machen uns auf den Weg wieder zurück zu Shanti Beach und dann zur nächsten Location.
Mal schauen, wie es da dann so ist. Ein letzter Blick auf Nosy Sakhya, bevor wir dann anlanden und weiter biegen zu unserem neuen Ort, das Le Grand Bleu, wo wir dann den nächsten Ausflug geplant haben. Heute ist der Geburtstag von Mathilda, die wird heute 12. Deshalb geht es heute in Lemuria Land. Nachdem wir ja schon unsere Erfahrungen in Nosy Comba hatten mit dem Lemurenpark dort, dann wollen wir mal gucken, wie das da heute ist im Umgang mit den Tieren, vor allem aber das Benehmen auch der Touristen. Ob es wieder so viel Entsetzen auslöst wie beim letzten Mal oder ob es diesmal angenehmer ist. So, Lemuria Land. Schauen wir mal, wie das hier ist jetzt. Weil hier gibt es ja die Verbindung zum Dublin Zoo, zu anderen. Paris auch sehe ich gerade. Und insofern hoffen wir mal, dass das dann hier jetzt nicht so ist wie auf den Inseln Nosy Comba und der anderen, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Eintritt 45.000, also ein Zehner pro Nase, Mathilda weniger. Und der Beginn ist schon mal ganz verheißungsvoll. Ja, hier gefällt mir das viel, viel besser. Hier dürfen wir nicht in die Gehege rein. Es wird viel erklärt. Ah, und da hinten kommt gleich noch ein Weibchen. So, jetzt kommt die zweite noch. Das ist das Weibchen. Das ist doch echt ein krasser Gecko. Der sieht aus wie, keine Ahnung, wie wenn ein Stück Holz wäre. Es wird hier bewässert, weil die mögen gerne etwas Feuchtigkeit. Weibchen. Und der Guide, sie sagt gerade, wenn man sie stört, wenn man sie ärgert, dann werden sie dunkel, schwarz. Wie bei uns, wenn man sagt, der wird sich schwarz ärgern. Aber ich glaube, das darf man gar nicht mehr sagen. Also links, Napoleon wurde irgendwann mal von einer Kugel getroffen, ist 219 Jahre alt. Und Bonaparte, da hinten, ist 186 Jahre alt. Interessant ist auch die Erklärung, dass man die nicht streicheln soll, weil die spüren das tatsächlich, das mögen sie überhaupt nicht. Und sie spüren das ist ungefähr wie wenn wir uns die Fingernägel berühren, dann spüren wir das auch. Insofern auch hier wieder der Unterschied, gleich hingewiesen, nicht streicheln oder so und im Vergleich jetzt zu dem anderen auf Nosy Comba. Schlimme ist eigentlich eher die Arroganz der Leute irgendwie, die haben sich dann auch gleich das Kind draufgesetzt. Hinten steht der Führer, der dann da irgendwie nichts sagt, weil er halt auch nicht weiß, was er machen soll, obwohl es nicht gestattet ist. Aber eigentlich ist es ja die Ignoranz der Leute. Im Grunde genommen will ich sowas überhaupt nicht sehen. Ich finde das Projekt hier toll, weil sie auch dafür sorgen, dass halt Nachwuchs kommt und den Erhalt der Tiere, weil halt wahnsinnig viel abgeholzt wird. Bei den Chamäleons, die legen Eier irgendwie, da kommt es auf die Tiefe an, ob Männchen oder Weibchen rauskommen. Es hängt an der Temperatur, deshalb sehr, sehr schwer auch mit der Vermehrung. Aber ich
Mich kotzen da echt die Leute an, muss ich ehrlich sagen. Weil man das nicht machen muss, für ein Foto da sich auf so ein Tier draufzusetzen, gerade wo sie uns das vorher erzählt hatte, naja. Das ist die größte Distillerie der Welt, in den 80ern gebaut, produziert bis heute. Yang Distillerie. Wow, die Kupferkessel, das sieht natürlich schon cool aus. Also 500 Kilo Blüten, 300 Liter Wasser und da kommen dann 12 Liter Essenz raus. Das wird nach Grasse verschifft. Das ist in Frankreich, das ist ja großer Parfümerie-Standort und von dort dann weiterverarbeitet in Parfum. Chanel Nummer 6, glaube ich, hat sie gesagt. Ist immer schwierig, alles zu merken. So, unsere Führerin hat jetzt nochmal bestätigt, 500 Ari ist der Preis, den die Pflückerinnen bekommen. Diese Destille ist also privat, sie gehört einem Inder. Deshalb, ich hatte mich vorhin schon gewundert, dass im Eingangsbereich auch ein Bild von Mahatma Gandhi hängt. Und das ist es halt, wenn du siehst, 1000 Euro am Ende für 1 Liter Essenz und was da alles an Arbeit hinten dran hängt, erst das zu pflücken, dann hier zu extrahieren und wie viele Millionen Flakons wahrscheinlich hergestellt werden können mit 1 Liter der Essenz, dann sieht man, die Wertschöpfung ist nicht hier, die Wertschöpfung ist außerhalb. Also zusammenfassend, ein tolles Projekt, wie ich finde, wahrscheinlich auch durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Zoos. Wer will, kann hier viel erfahren über die Schautafeln, auch über die Guides, die nichts kosten, die sozusagen im Preis inbegriffen sind. Wir haben pro Erwachsener 45.000 Ari bezahlt, für die Kinder oder für die Mathilda 10.000. Uns wurde hier auch wirklich das nahegebracht, der Schutz der Tiere im Hinblick auf jetzt gerade zum Beispiel mit den Schildkröten nicht anfassen, beziehungsweise wenn dann nur die Hand drauf, aber nicht streicheln. Und dann haut es natürlich wie die Faust ins Auge, wenn dann direkt nebendran wieder dann oder 5 Minuten später andere hinkommen und ignorant auf die Schildkröten springen und der Guide dort es auch nicht unterbunden hat, warum auch immer. Aber auf jeden Fall viel, viel besser als dieses andere, was für mich ein reiner Nepp war. Hier gibt es auch nur eben die Distillerie, dann gibt es hier direkt vor mir einen Verkaufsshop für die ganzen Öle, weil die machen nicht nur die Yang, sondern die machen auch mit anderen Kräutern Mischungen, so dass du dann da kleine Flakons kaufen kannst für die unterschiedlichen Anwendungen, inklusive verschiedenste Massageöle. Wenn ihr hierher kommt, wenn ihr euch mit den Lemuren beschäftigen möchtet und irgendwie einen Park besucht, dann vielleicht eher nicht Nusi Comba, sondern lieber hier auf Nosy Be ins Lemuria Land. Das war's von hier.